Vor 2 Jahren habe ich meinen Job als Psychologin in einer Beratungsstelle gekündigt. Auf dem Papier hatte ich einen tollen, unbefristeten und sinnvollen Job. Aber ich fühlte mich gefangen und unzufrieden, als würde ich nicht das Leben führen, das mir wirklich entspricht. Und dennoch war eine Kündigung, ohne zu wissen, was ich als nächstes machen würde, lange Zeit unvorstellbar, weil so etwas einfach nicht in meiner Lebensplanung vorgesehen war. Ich versuchte dies und das, um das Gefühl des Gefangenseins abzuschütteln. Mehr Urlaube, mehr Zeit in der Natur, wenn ich nicht arbeiten war, Ausflüge und schöne Aktivitäten mit Freunden. Doch irgendwann führte einfach kein Weg mehr daran vorbei. Jede Faser meines Seins schrie nach Veränderung. Und ich kündigte. Und für mich wurde jetzt in den letzten Wochen vor allem immer deutlicher, dass das nicht mein Leben ist. Die erste Zeit nach meiner Kündigung nutzte ich, um innerlich zur Ruhe zu kommen. Das Einzige, was ich wusste, war, dass ich zukünftig nicht mehr an einen Ort, ein Büro oder eine Stadt gebunden sein wollte. Ich wollte irgendwo in der Natur in einer Hütte sitzen können und von dort aus arbeiten. Ich wollte komplette Bewegungsfreiheit außerhalb der 6 Wochen Jahresurlaub haben. Ich wollte mich nicht länger wie ein Häftling fühlen, der sich jeden Montag nach dem Wochenendausgang bei seinem Gefängnisaufseher zurückmelden muss. Mit meinem damaligen Partner machte ich im ersten Jahr nach der Kündigung Haussitz in verschiedenen Ländern. Und eine 3-monatige Baltikumreise im Van. Ich konnte üben, Feuer zu machen und ich verbrachte endlich jede Menge Zeit draußen. Ich sah wieder Sonnenauf- und Sonnenuntergänge statt Häuserfassaden. Und bekam den Wechsel der Jahreszeiten viel bewusster mit. Um flexibler und online arbeiten zu können, machte ich in dieser Zeit eine Weiterbildung zur Online-Redakteurin. Nach der Weiterbildung meldete ich meine Selbstständigkeit als Texterin und als online-psychologische Beraterin an. In Zukunft wollte ich eine bessere Balance zwischen meinen verschiedenen Fertigkeiten und Interessen finden. Ich verbrachte 5 Tage in einem buddhistischen Schweigeretreat und wanderte eine Woche auf dem portugiesischen Jakobsweg. Letztes Jahr sind wir dann von April bis Juni durch Schweden gereist. Zugegebenermaßen hatten wir auf all diesen Reisen mit dem Van unglaubliches Glück mit dem Wetter und insgesamt viele tolle Erfahrungen. Der einzige Grund, überhaupt wieder umzukehren und nach Deutschland zu fahren, war unsere Trennung. Zurück in Deutschland vermisste ich sofort die Stille, die Freiheit und die Natur Schwedens. Ich reichte die Kündigung für meine Wohnung ein und verkaufte den Großteil meines Besitzes. Im dicht bebauten Deutschland zu sein, fühlte sich einfach nur noch falsch an. Also machte ich mich auf den Weg zurück nach Schweden, um das Land auch zu anderen Jahreszeiten zu erleben und zu schauen, wie ich mit nordischen Wintern zurechtkomme. In all der Zeit habe ich meine Lebenshaltungskosten extrem gering gehalten, damit ich weniger finanziellen Druck und mehr Freizeit habe. Nun liegen die ersten 2 Jahre nach meiner Kündigung und auch der erste Winter in Schweden bald hinter mir. So viele schöne Orte ich in der Zeit auch gesehen habe, ist das Beste, was mir in den letzten 2 Jahren passiert ist, meine innere Veränderung.
Jeder Wandel, ob Kündigung, Trennung oder Wohnungsauflösung, war eine Gelegenheit dazu zu lernen. All die Zeit, die ich mir selbst und meiner Persönlichkeitsentwicklung widmen konnte, hat mich zu einem besseren und bewussteren Menschen gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich eine vergleichbar schnelle Entwicklung durchgemacht hätte, wenn ich in meinem alten Leben geblieben wäre. Habe ich heute endgültig meinen Platz in der Welt, meine Bestimmung und mein Lebensglück gefunden? Nein. Ich weiß nach wie vor nicht, wohin der Weg mich führen wird oder auch nur, wie mein Leben in einem Jahr aussehen wird. Ich weiß, dass ich irgendwann an einem Ort ankommen möchte. Ich weiß, dass ich nicht für immer alleine und nicht für immer unterwegs sein möchte. So dankbar ich auch dafür bin, was ich dabei lernen kann. Irgendwann, in einer fernen, unbestimmten Zukunft, sehe ich mich nach wie vor in einer Hütte im Wald. Aber bis dahin bin ich weiter neugierig auf den Weg, auf das Neue und auf all das Ungewisse.